hat. Und wir machen so, also es ist so spezifisch für Europa, also für alle, die so in Europa fahren. Guck mal, was ist das denn? Ich glaube, das ist ein Stolperstein. Aber wer soll Alma del Banco sein? Lass das mal schnell nachschauen. Alma Aline Henriette del Banco wurde am 24. Dezember 1862 in Hamburg geboren. Sie stammte aus einer jüdischen Familie, wurde aber nicht religiös erzogen. Nach dem Tod ihrer Eltern lebte sie zusammen mit ihrem Bruder Sigmund, zum Beispiel am Jungfernstieg und am Gänsemarkt. In der großen Theaterstraße mietete ihr Bruder ein Atelier, das zum beliebten Künstlertreff wurde. Alma selbst begann im Alter von 30 Jahren, sich stärker der Malerei zu widmen. Deswegen fing sie an der renommierten privaten Kunstschule für Damen an zu studieren. Das gab ihr die Möglichkeit, viel zu reisen, wie zum Beispiel 1913 nach Paris. Nach dem Studium beschäftigte sie sich mit verschiedenen Künstlern und Kunstrichtungen der Moderne. Ihre Hauptwerke malte sie aber erst mit weit über 50 Jahren. Alma del Banco rückte durch starke Vorzeichnungen grafische Elemente in den Vordergrund, was für einen etwas skizzenhaften Gesamteindruck sorgte. Die Motive fand sie in norddeutscher Umgebung, aber auch auf ihren Reisen durch Südeuropa. Außerdem wurde sie eine gefragte Porträtistin. Sie zählte zu den wichtigsten Personen der Hamburger Kunstszene und war 1919, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, Mitbegründerin der Hamburgischen Sezession. Etwas später trat sie in die Hamburgische Künstlerschaft und in den Deutschen Künstlerbund ein. Anfang der 1930er Jahre durchlebte die Kunst der 70-Jährigen nochmal eine Stiländerung. Ihre Werke wirkten nun durchgearbeitet, anstatt skizzenhaft. Außerdem prägten ihre Heiterkeit und ihre Kompromisslosigkeit ihren Malstil. Da Alma del Banco aus einer jüdischen Familie stammte, wurde sie 1933 nach der Machtübernahme Hitlers aus der hamburgischen Künstlerschaft ausgeschlossen. Daraufhin löste sich die Sezession selber auf, weil diese nicht aufgrund von der Behörde einen weiteren jüdischen Kollegen ausschließen wollten. Als Jüdin und als moderne Künstlerin war sie unter dem NS-Regime hohem Druck ausgesetzt. Ihr wurde verboten, an diversen Ausstellungen teilzunehmen. Durch die Missachtung ihrer Werke begann sie immer mehr, sich künstlerisch, aber auch sozial zu isolieren. 1937 wurden insgesamt 13 Gemälde von Alma del Banco aus der Hamburger Kunsthalle beschlagnahmt. Sie galten als sogenannte entartete Kunst. 9 dieser Gemälde wurden anschließend zerstört. Nur eins der 13 Gemälde wurde nach 1945 wiedergefunden. Nach dem Tod ihres Bruders Sigmund zog Alma del Banco 1938 nach Blankenese zu ihrem Schwager Hans Lübert. Dort wurde sie dann von den Behörden unter Hausarrest gesetzt. Del Banco litt in ihren letzten Jahren an Herzschwäche. Mit 79 Jahren war sie zu alt und zu schwach für eine Emigration. Letztlich erreichte sie einen Befehl zur Deportation nach Theresienstadt. Daraufhin nahm sie sich am 8. März 1943 mit Morphium das Leben. Sie wurde auf dem Friedhof Ohlsdorf im Grab der Familie Lübert beigesetzt. Nach ihrem Tod geriet sie zunächst in Vergessenheit, da die meisten ihrer Bilder im NS-Staat zerstört wurden. Doch durch die Hilfe der Kunsthistorikerin Maike Bruns wurde sie wiederentdeckt und bekannter gemacht. Auf der Hasenhöhe 95 in Blankenese erinnert heute vor ihrem alten Wohnhaus ein Stolperstein an Alma del Banco. Dann wissen wir jetzt, wer Alma del Banco ist. Voll die spannende Geschichte. Aber auch ein bisschen traurig.